3 Minuten Basic Nummer 2, die dunklen Farben. Dunkle Farben im Aquarell kann man herstellen natürlich mit einer einfachen Mischung, hier zum Beispiel dem Farbton Neutraltinte. Bei meinen Tonwertskizzen, die ich ja gerne für mich klein im Skizzenbuch einmal herstelle, benutze ich auch häufig diese einfache Variante. Direkt aus der Tube das Schwarz drauf, in verschiedenen Grauabstufungen, kann man wunderbar benutzen. Besser finde ich es jedoch, wenn man in größeren Bildern nachher dann arbeitet, sich seinen Grauton selbst zu mischen. Da kann ich euch auch hier so ein paar Beispiele zeigen, zum Beispiel dieses Stillleben hier in diesem Bereich, ja, sehr dunkler Farbauftrag, sehr cremig. Oder auch bei diesem Porträt hier sehen wir auch eine schöne, lebendige, dunkle Farbmischung, die eben je nach welche Farbe überwiegt, in einen bestimmten kühlen oder warmen Farbraum hinein tendiert. Jetzt zeige ich euch kurz, welche Farben ich für diese nachher fast schwarz erscheinende Mischung benutze. Wir haben hier einmal Ultramarin, das ist jetzt hier französisch Ultramarin, das kann auch normales Ultramarinblau sein. Dann haben wir gebranntes Sienna und den kühlen Rotton Alizarin Karmesin. Das könnte auch ein Magenta sein, ein Krablack, einfach ein bläuliches Rot. Jetzt fange ich mal mit einer leichten Graumischung an, um euch zu zeigen, wie schön diese 3 Farben zusammen ein sehr neutrales Grau ergeben. Das Mischungsverhältnis, um wirklich so ein Grau zu bekommen, ist ungefähr 2 Drittel Ultramarin, 1 Drittel Sienna gebrannt und homöopathische Dosis von dem kühlen Rot dazu. Und dann haben wir eben so einen Grauton. Und wenn wir jetzt sagen, ja, Grau möchte ich, aber ich will es ein bisschen Richtung Blau schieben, dann nehme ich etwas mehr Ultramarin dazu. Oder ich nehme etwas mehr Sienna gebrannt dazu, dann bewegt sich dieser Grauton in die warme Richtung hinein. Das sind also schon mal die Möglichkeiten dieser 3 Farbenmischung. Jetzt versuche ich mal noch das Ganze etwas dunkler zu bekommen. Das heißt, ich muss viel mehr Pigment hier in meine Palette setzen. Es geht natürlich mit diesen Tubenfarben besonders gut. Bei Näpfchenfarben kann man das auch erreichen, man muss nur ein bisschen länger dann in den Näpfchen rühren. Also viel Ultramarin. Jetzt bin ich schon hier, also deutlich dunkler. Und jetzt lege ich meinen Pinsel mal ganz trocken und werde wirklich eine cremige Mischung hier auf die Palette setzen. Sehr cremig, also man sagt jetzt, die Konsistenz geht fast Richtung Honig oder Nutella. Bekomme dann wirklich einen richtigen dunklen, fast schwarzen Farbton, der, wenn ich jetzt hier ein bisschen Sienna gebrannt noch mit einarbeite, ja auch Richtung Braun gehen kann oder Richtung Blau, wie ich es möchte. Aber sehr, sehr dunkel. Und das nutze ich in meinen Bildern sehr häufig und empfehle es euch auch, nicht zu sehr mit reinem Schwarz malen, sondern lieber das Schwarz selber herstellen und ganz variable Grautöne bekommen, die farbiger sind, als wenn man es einfach aus der Tube nimmt. Wenn euch mein Film gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder einen Kommentar freuen. Ihr könnt meinen Kanal auch abonnieren, dann bitte auf die Glocke drücken, dann werdet ihr benachrichtigt und verpasst nichts. Hier rechts von mir findet ihr noch weitere Filme und wenn ihr abonnieren wollt, einfach auf diesen Knopf drücken.